Hallo zusammen, auch von meiner Seite. Leider sind wir heute nicht im Fahrerlos, sondern jetzt gerade bei mir im Homeoffice. Ich möchte Ihnen aber trotzdem zeigen, was für Interaktionskonzepte in den letzten Jahren bei uns entstanden sind für die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Um zu untersuchen, wie es sich anfühlt, wenn man als Insasse keine Kontrolle über das automatisierte Fahrzeug hat, setzten wir Personen in ein virtuelles automatisiertes Fahrzeug. Dazu haben wir ihnen eine VR-Brille aufgesetzt und sie dann durch eine virtuelle Stadt fahren lassen. Dort wurden sie mit Situationen konfrontiert, in denen das Fahrzeug auf andere Verkehrsteilnehmer reagieren musste. Die Personen hatten dabei keinerlei Informationen vom Fahrzeug. Es gab auch weder Lenkrad noch Pedale. Das heißt, sie waren den Situationen komplett ausgeliefert. Der Sinn dahinter war, dass wir dadurch gezielt Fragen danach stellen konnten, wann man sich unwohl gefühlt hat oder welche Informationen fehlten, damit man dem Fahrzeug vertrauen konnte. Als Ergebnis kann man sagen, dass ungefähr die Hälfte der Personen dem Fahrzeug nach den ersten paar Kurven vertrauen konnte. Eine prominente Ursache für die Vertrauensprobleme der anderen Hälfte lag darin, dass sie sich nicht ausreichend über die geplanten Aktionen des Fahrzeugs informiert fühlten. Um diesen Menschen entgegenzukommen, haben wir ein Lichtdisplay entwickelt, das eben diese Information, die wir herausgefunden haben, die den Menschen fehlt, visualisieren soll. Das heißt, wir haben unterhalb von der Windschutzscheibe virtuell jetzt ein Lichtdisplay angebracht, das eben dort aufleuchtet, wo das Auto hinfahren wird, in einer hellgrauen Farbe, also in einem dunklen Weiß quasi, um permanent anzuzeigen, wohin das Auto sich bewegt. Und mit Rot haben wir angezeigt, wo potenzielle Konflikte in der Trajektorie auftreten. Wenn also zum Beispiel, wie hier, ein Fußgänger über die Straße läuft, wird er in Rot angezeigt, um einfach zu symbolisieren, das Fahrzeug wird es gleich bremsen eventuell, und die Trajektorie, also der Pfad des Autos wird sich verändern, um diesem Fußgänger auszuweichen. Wenn das Fahrzeug deutlich abbremsen wird, leuchtet das ganze Display rot auf, um das eben zu symbolisieren. Und da haben wir verschiedene Varianten von getestet, wieder in einer Nutzerstudie und haben dann eben festgestellt, dass dieses Lichtdisplay erstmal besser ist als keine Anzeige. Das heißt, die Menschen haben sich wohlgefühlt damit, die konnten eben besser einschätzen, was jetzt passieren wird und konnten dadurch dem Fahrzeug eben besser vertrauen und haben sich insgesamt besser in dem Fahrzeug gefühlt. Für die Weiterentwicklung fand ich interessant, dass die rote Farbe hier anscheinend gar nicht so gut gewählt ist, da mehrere Insassen das Gefühl hatten, schnell auf das rote Licht reagieren zu müssen, was ohne Lenkrad oder Pedale einfach nicht möglich ist. Der Vorteil von so einem Lichtdisplay ist, dass wir keinen Bereich der interaktiven Flächen, wie zum Beispiel der Touchscreens, die immer häufiger in die Autos kommen, oder zukünftige smarte Windschutzscheiben, verbrauchen müssen, um dauerhaft anzuzeigen, was das Auto vorhat. Im Gegensatz zu anderen Möglichkeiten, wie beispielsweise Sprachausgaben, stört es auch Passagiere nicht, die sich nicht dafür interessieren, was gerade los ist. Wenn das automatisierte Fahren dann jetzt in die Städte kommt, gibt es ja verschiedene Visionen, wie das passieren wird. Wir haben ja nicht nur die Sicht des Insassen im Fahrzeug, sondern auch die Sicht von den Fußgängern, Fahrradfahrern oder sonstigen Verkehrsteilnehmern, die nicht in einem Fahrzeug sitzen und damit verletzlich sind. Wir haben also zum Beispiel eine Situation wie hier, das eine Extrem eventuell, dass der Verkehr so gut aufeinander abgestimmt ist, sodass für einen Fußgänger gar keine Chance mehr bleibt, über die Straße zu kommen. Das ist das eine Extrem, was befürchtet wird. In die andere Richtung haben wir das Extrem, dass die Fußgänger das ausnutzen können, dass das Fahrzeug immer anhält, sich immer ganz vorsichtig durch die Stadt tastet und dann einfach nur noch ein einziger Stau auf den Straßen herrscht, da die Fahrzeuge ja im Zweifel immer anhalten müssen. Die letztere Situation, wo ein sehr defensives Fahrzeug im Zweifelsfall eben anhält und wartet, bis ein Fußgänger mal vorbei ist, haben wir in Bad Birnbach beobachtet, wo ein Shuttlebus von der Deutschen Bahn unterwegs ist. Bei den Beobachtungen ist aufgefallen, dass die Personen sich gar nicht immer im Klaren sind darüber, wo der Sicherheitsbereich von dem Bus anfängt und endet. Das heißt, wir haben öfter beobachtet, dass Menschen vor dem Bus spazieren gehen und der Bus halt nicht vorbeifahren kann oder dass Personen am Straßenrand stehen, aber noch so dicht an der Straße, dass der Bus trotzdem anhalten muss. Auf der anderen Seite ist aber auch in den Interviews herausgekommen, dass gerade die älteren Menschen in dem Kurort Bad Birnbach am liebsten ein Verhalten vom Fahrzeug hätte, das dem eines guten menschlichen Fahrers entspricht. Und sie vermuten, dass sie dann schon anhand von dem Verhalten und davon, wann der Blinker gesetzt wird, wann heruntergebremst wird, etc., sie einschätzen können, was das Fahrzeug vorhat. Wir haben also dieses Feedback und Erkenntnisse aus verwandten Arbeiten genommen und 6 Stellvertreter für verschiedene Arten von Interaktionskonzepten in virtueller Realität realisiert.
Man sieht jetzt, wie die Person in VR an die Straße herantritt, nach links und rechts schaut und gegebenenfalls eben wartet, bis das automatisierte Fahrzeug herangefahren ist. Die Aufgabe des Probanden war dann, die Straße zu überqueren, und dazu muss sie eben beurteilen, ob die Anzeige anzeigt, dass es sicher ist zu überqueren oder eben nicht. Wir haben verschiedene Konzepte eben angezeigt. Manche haben gezeigt, wo das Fahrzeug den Fußgänger jetzt erkannt hat, und manche haben nur angezeigt, was das Fahrzeug gerade vorhat. Und die beiden Varianten, die am besten angekommen sind, sind die, die ganz klar mit grüner Farbe und einem Zebrastreifen symbolisieren, dass man jetzt über die Straße gehen kann. Das ist hier die projizierte Zebrafläche und im Falle des Smart Road eben auch eine angezeigte Zebrastreifen, der eben nicht da ist, wenn man nicht über die Straße gehen soll. In den nächsten Jahren gibt es noch viele weitere Forschungsfragen, die wir angehen können. Zum Beispiel, was gilt denn in Situationen, in denen man die Straße nicht gut sehen kann? Und das gilt nicht nur für neblige Straßen, das gilt auch generell für Menschen, die nicht gut sehen können. Und da werden diese ganzen visuellen Konzepte nicht besonders gut funktionieren. Und wenn man das weiterdenkt, müssen wir eben auch an Konzepte denken, die generell auch für Menschen funktionieren, die vielleicht höher eingeschränkt sind oder sonstige Beeinträchtigungen haben. Mit diesen Fragestellungen wollen wir uns natürlich auch in Zukunft beschäftigen. Und hier ist nicht nur die Herausforderung, überhaupt technische Lösungen zu finden oder die effizientesten Lösungen zu finden, sondern eben auch überhaupt herauszufinden, was der Konsens in der Gesellschaft ist, wie mit automatisierten Fahrzeugen interagiert werden soll. Und ich hoffe, damit konnte ich einigermaßen einen Überblick geben, was unser Beitrag in diesem Projekt war, und gehe wieder zurück in den Live-Teil des Vortrags zu meinen Kollegen an der Technischen Hochschule.